Herzlich willkommen beim Karlsruher Institut für Technologie. Wir stellen Ihnen digitale Netzteile vor, die zuverlässiger und längere Lebensdauern haben und damit die Industrie 4.0 voranbringen. Netzteile, insbesondere solche, die dauerhaft bei hohen Temperaturen im Einsatz sind oftmals nicht sehr lange haltbar. Meistens nur so 3 bis 6 Jahre. Herr Michael Heidinger und seinem Team der KIT-Ausgründung Digital Power Systems ist es gelungen, eine neuartige Steuerung für Netzgeräte zu entwickeln und die Lebensdauer der Netzteile damit auf bis zu 20 Jahre zu erhöhen. Herr Heidinger, woran liegt das, dass die Lebensdauer von anderen Netzteilen so kurz ist? Ja, konventionelle Netzteile verwenden den sogenannten Elektrolytkondensator. Der hat einen essentiellen Vorteil, der kann viel Energie speichern, ist gleichzeitig aber auch fehleranfällig. Und um die Lebensdauer jetzt zu erhöhen, ist es naheliegend, diesen Kondensator einfach wegzulassen. Aber irgendwas muss ich ja reinpacken. Dazu verwenden wir einfach einen anderen Kondensator, einen Folienkondensator. Der hat deutlich weniger Energieinhalt, etwa ein Zehntel. Das heißt, wir bräuchten, wenn wir die Kapazität 1:1 ersetzen würden, auch das 10-fache an Platz und Volumen. Und genau um das zu minimieren, haben wir ein neues Regelungs- und Steuerungsverfahren implementiert, das es erlaubt, diese Kapazität auf ein Minimum zu reduzieren. Wir arbeiten hart an der kapazitiven Grenze. Und das geht nur mit einem digitalen Regelungsverfahren. Jetzt, wo Sie das gerade ansprechen mit dem digitalen Regelungsverfahren, es gibt ja seit Jahren den Megatrend IoT. Inwieweit integrieren sich denn die Netzteile von Digital Power Systems in das Internet of Things? Ja, wir haben ja schon einen Mikroprozessor, auf dem wir alle Daten haben, wie den Ausgangsstrom, die Ausgangsspannung. Da ist es naheliegend, die im Internet der Dinge zugänglich zu machen. Wie gehen wir sowas an? Wir haben hier ein Netzteil, da haben wir sogenannte Netzwerkplatinen, die wir darauf implementieren können. Und da kann man beispielsweise so einen Ethernet-Anschluss, wie man ihn zu Hause hat, anschließen und dann über eine Webseite essentielle Daten abfragen, wie zum Beispiel Ausgangsstrom, Ausgangsspannung und auf dessen Basis dann auch Rückschlüsse auf den aktuellen Zustand des Systems machen zu können. Ich habe gehört, dass Sie aktiv auf der Suche sind nach Industriepartnern. Aus welchen Bereichen, aus welchen Branchen sollten die denn idealerweise kommen? Überall da, wo Qualität und Zuverlässigkeit das zentrale Thema sind. Das kann zum Beispiel die Prozessindustrie sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Etikettiermaschine, die plötzlich ausfällt und die Etiketten kleben nicht mehr richtig. Sie können die ganze Charge wegschmeißen. Mit unseren Netzteilen könnte sich sowas zu vermeiden. Und genau diese Industriepartner möchten wir hier auf der Hannover Messe ansprechen. Kommen Sie auf uns zu. Reden Sie mit uns. Wir sind da, um Ihre Anforderungen zu verstehen. Und wir möchten genau Ihre Anforderungen auch umsetzen. Sprechen Sie mit uns. Wir finden eine Lösung. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Hage.